Hallo allerseits und willkommen zum dritten Teil dieses Bauberichts über den BT7 und die BMW R12. Im vorigen Teil haben wir den Panzer schon erledigt und in diesem Teil werden wir uns mal ein bisschen um das Motorrad kümmern. Wie den Panzer auch, werde ich jetzt das Motorrad erstmal schwarz grundieren und dann lackieren wir weiter. So, als nächstes lackieren wir das ganze Motorrad mit Matt 79 Blau-Grau. Das ist meine bevorzugte Farbe, um dieses deutsche Grau darzustellen. So, als nächstes wenden wir uns der Detailbemalung zu. Das ist jetzt bei so einem kleinen Modell natürlich ein bisschen aufwendiger, aber meiner Meinung nach, für mich zumindest, der beste Weg, das zu tun. Ich bin es einfach so gewöhnt und so einen fragilen Bausatz dann erst nach der kompletten Lackierung wieder zusammenzusetzen, ist halt auch so eine Sache, weil man dann diverse Klebeflecken und so sieht. Deswegen macht es mir da jetzt nichts aus, mit dem Pinsel das zu bemalen. Muss man halt aufpassen und wenn man mal daneben malt, ist es auch kein Drama. Damit muss man leben. Jetzt fange ich mal mit dem Motorblock an. So, als nächstes tragen wir mal ein schwarzes Wash auf, bestehend aus Ölfarbe und geruchlosem Terpentin, damit da hier ein bisschen die Details betont werden. Als nächstes müssen wir uns mit den Abziehbildern befassen und bei dem Zvezda Bausatz sind natürlich keine Militärpolizeischilder dabei, aber bei dem Tamiya Bausatz hier. Und die werde ich jetzt einfach mal
ganz dreist verwenden. Man schneidet zunächst das Abziehbild grob aus mit einer Schere oder mit einem Messer und hält es dann für ein paar Sekunden in lauwarmes Wasser. Und damit sich das Abziehbild schön an die Oberfläche anpasst, streicht man die Stelle, an der später das Abziehbild sitzt, mit ein bisschen Mikrosol ein. Das ist ein Weichmacher. Na, wo ist es denn hin? Ja, da schwimmt's. Ja, man darf es auf jeden Fall nicht zu lang drin lassen. Jetzt kann ich das hier wieder rausdoktern. So, geht doch. Also ihr seht, das kann selbst mir passieren, dass ich mal die Abziehbilder im Wasser verliere. So. Und das Schöne ist, dass das Schild, ja, das Nummernschild an sich und das Abziehbild gleich groß sind. Also da haben beide Hersteller offenbar dieselben Maße verwendet. Jawohl, so einfach geht es. So, wie ihr sehen könnt, habe ich das BMW-Symbol hier noch mit dem Pinsel bemalt. Und wer möchte, kann hier vorne auch noch den Tacho bemalen. Da habe ich jetzt keine passenden Abziehbilder dafür. Dann können wir uns als nächstes Mal ein bisschen der Alterung zuwenden. Die fällt hier natürlich etwas geringer aus. Fangen wir mal mit dem Chipping an. Bei so einem relativ kleinen Modell empfehle ich jetzt nicht unbedingt da so ein richtiges Chipping zu machen. Das kann sehr leicht übertrieben wirken. Ich werde jetzt stattdessen einfach mal ein bisschen trocken malen, und zwar mit Matt 91 Eisen, damit es ein bisschen so einen metallischen Glanz kriegt und ja, das simuliert auch ein bisschen so diverse Lackschäden. Je nachdem, wie viel Farbe man da am Pinsel hat, kann man das da ziemlich gut variieren. Soweit, so gut. Alterung, was Schlamm und Dreck angeht, werden wir erst später machen, im Verbund mit dem Diorama.